Hallo und herzlich willkommen zu einem Video aus dem Tennislexikon. In diesem Video geht es um die Zählweise. Im Rahmen eines Tennisspiels kann es zum Beispiel ein Ergebnis geben von 6:4, 3:6, 6:4. Während eines Tennisspiels steht es öfter 40:15. Es kann außerdem einen Tiebreak geben. Und es kann auch einen Spielstand geben mit 30:40, der von den Kommentatoren als Breakball bezeichnet wird. Diese Informationen sind für jemanden, der selten Tennis zuschaut, eher seltsam. Und daher schauen wir uns in diesem Video an, was damit eigentlich gemeint ist. Das Tennisspiel hat eine klare Struktur, und zwar die kleinste Einheit ist der Punkt, dann gibt es das Spiel, den Satz und letztlich das gesamte Tennisspiel. Weil es aber Spiel auch als Einheit gibt, sagt man dann auch im Deutschen meistens Tennismatch oder Match. Die meisten Turniere werden englischsprachig abgehalten und daher ist eher Point für Punkt zu hören, Game für Spiel, Set für Satz und Match bleibt ohnehin gleich. Also die kleinste Einheit ist der Punkt. Und die Spielregel ist ganz einfach. Jeder Spielzug führt zu einem Punkt. Einzige Ausnahme ist, wenn der Aufschläger den ersten Aufschlag nicht ordnungsgemäß durchführen hat können, dann darf er ein zweites Mal aufschlagen. Und wenn das auch nicht gelingt und er macht einen Doppelfehler, dann bekommt der Rückschläger einen Punkt. Das heißt, es kann hier zwei Handlungen geben. Ansonsten gilt jeder Ballwechsel als ein Punkt, entweder für den Aufschläger oder für den Rückschläger. Das heißt, wenn ein Gewinnschlag erfolgt ist und der Gegner kann den Ball nicht mehr zurückspielen, ist das ein Punkt. Wenn der Aufschläger ein Ass schlägt und der Gegner kann den Ball nicht einmal berühren, ist das auch ein Punkt. Und jeder Fehlschlag und jede gelungene Aktion natürlich genauso. Ob das jetzt ein besonders schöner Spielzug war oder ob man den Ball nicht richtig getroffen hat oder er irgendwie abgefälscht wurde, wie auch immer, spielt keine Rolle. Es ist immer die gleiche Wertigkeit. Aus den Punkten heraus ergibt sich das Game. Das Game braucht, für das Game, um eines gewinnen zu können, braucht man zumindest 4 Punkte. Die ganz einfache Struktur ist, und da fängt schon die Irritation ein wenig an, weil das eine seltsame Zählweise ist. Der erste Punkt bedeutet aus Sicht jetzt des Aufschlägers 15:0. Wenn der Rückschläger auf den Punkt gewonnen hätte, dann wäre 0:15, aber das schauen wir uns nachher noch einmal an. Mit dem zweiten Punkt, den er gewinnt, hat der Aufschläger 30:0. Mit dem dritten 40:0 und wenn er den vierten Punkt auch noch macht, dann hat er das Game gewonnen. Und damit hat er einen Teil des Satzes für sich entscheiden können und man geht auch davon aus, dass der Aufschläger immer in der stärkeren Position ist. Also geht man auch davon aus, dass der Aufschläger das leichtere Spiel hat, aber es ist auch sein Job, diesen Aufschlag, dieses Aufschlagspiel, wie man es bezeichnet, durchzubringen. Es kann aber auch anders laufen, weil die 4 Punkte, das ist der optimalste Fall. Der Aufschläger macht den ersten Punkt, es steht 15:0. Beim zweiten Punkt hat aber der Rückschläger das bessere Ende für sich, dann steht es 15:15. Das heißt, wer sich beim Tennis auskennt, weiß mit diesem Stand, jeder hat einen Punkt in diesem Spiel gewinnen können. Der Rückschläger gewinnt auch den dritten Punkt und daher steht es 15:30. Das heißt, es wird immer so gezählt, dass die erste Zahl dokumentiert, wie viele Punkte hat der Aufschläger und die zweite Zahl ist die Punktzahl des Rückschlägers. Den nächsten Punkt holt sich wieder der Aufschläger und es steht 30:30. Das ist eine entscheidende Situation, weil mit dem nächsten Punkt entscheidet sich, wer die Chance hat, dieses Game direkt zu gewinnen. Der Aufschläger setzt sich durch und geht 40:30 in Führung. Und den nächsten Punkt macht er auch und er gewinnt wieder das Spiel.
Das heißt, mit diesen Zahlen 15, 30, 40 dokumentiert man die Entwicklung im Spiel. Das muss nicht sein, dass immer der Aufschläger alle Punkte macht. Das ist eher seltener der Fall. Weil er kann einen Doppelfehler produzieren, es kann der Rückschläger einen sehr guten Return spielen, wodurch der Aufschläger unter Druck gerät, etc. Schauen wir uns das Ganze an, was passiert, wenn der Rückschläger gewinnt. Der Aufschläger macht den ersten Punkt, geht wieder 15:0 in Führung. Danach holt sich der Rückschläger den zweiten und den dritten Punkt und steht mit 15:30, steht er praktisch in einer starken Position. Wir haben wieder das 30:30, weil der Aufschläger ausgeglichen hat. Aber dann kann der Rückschläger einen Punkt machen und ist nur noch einen Punkt vom Game entfernt. Das ist die 30-40-Situation, die ich am Beginn auch ausgewählt habe. Man spricht dann auch von einem Breakball. Breakball deshalb, weil man die Chance hat, das Aufschlagspiel des Gegners zu durchbrechen. Und das ist im modernen Tennis eine sehr wichtige Situation, weil der Aufschlag sehr dominierend ist. Und wenn man es schafft, ein Break zu erzielen, dann hat man eine sehr starke Position im Satz. Und wir gehen davon aus, der Rückschläger macht den nächsten Punkt auch und hat das Game gewonnen. Jetzt haben wir die Punkte, die zu den Spielen führen, und die Spiele führen zum Satz. Und zwar spielt man im Tennis einen Satz so lange, bis einer 6 Games gewonnen hat, mit der zusätzlichen Auflage, dass es 2 Games Unterschied geben muss. Also 6:4 ist okay, 6:3 ist okay, das geht bis 6:0, aber 6:5 zum Beispiel nicht. Wenn 6:5 steht, dann spielt man noch weiter. In dem Fall, das dritte Beispiel ist 7:5. Das heißt, es ist am Ende des Satzes doch noch ein Break gelungen und der Gegner hat seinen Aufschlag abgeben müssen und damit war der Satz entschieden. Und es gibt aber noch eine andere Situation, das ist ein Sonderfall, und zwar, wenn der Aufschläger nicht seinen Aufschlag verliert am Ende des Satzes, so wie wir das vorher besprochen haben, und es steht 6:6, das heißt, jeder hat 6 Mal ein Game gewinnen können. Da können auch Breaks dazwischen sein, aber das hat sich dann ausgeglichen, wenn beispielsweise beide einmal den Aufschlag des Gegners durchbrechen konnten. Dann haben wir einen Spielstand von 6 Games zu 6 Games. Und dann wird der 7. Punkt ausgespielt, und zwar mit dem Tiebreak. Das hatten wir auch ganz am Anfang. Und hier gilt, dass nicht 15:0, 30:0, 40:0 gezählt wird, sondern ganz normal, wie man es von anderen Sportarten kennt, mit 1:0, 2:0 etc. Im Tiebreak spielt man so, dass der Aufschläger einen Aufschlag durchführt, dann wechselt die Seite und der Gegner spielt 2 Aufschläge und dann wechselt wieder die Seite und dann ist wieder der erste Spieler dran, 2 Aufschläge durchzuführen. Das heißt, es wird alle 2 Aufschläge das Aufschlagrecht gewechselt und die Seiten am Tennisplatz selbst werden alle 6 Punkte gewechselt. Das heißt, wenn es 3:3 steht, dann tauschen Sie die Seiten aus, dann gibt es eine kurze Pause und dann geht es weiter. Gespielt wird auf 7 Punkte. Wieder mit der Auflage, dass es 2 Punkte Unterschied geben muss. Das heißt, wenn es 6:6 steht, dann wird bis 8:6 gespielt. Das Ganze kann auch bis 24:22 gespielt werden. Jeder Ballwechsel bringt einen Punkt und der Punkt ist dann wirklich ein Punkt. Das heißt, wenn es 3:3 steht und ein Spieler hat jetzt einen Punkt gewonnen, dann geht er 4:3 in Führung. Daher Ergebnisse 7:3 ist ein Klassiker, 7:5 ist eine enge Entscheidung, es kann aber auch bis 11:9 gehen, so wie ich es hier dargestellt habe.
Und jetzt haben wir Spiel und Satz kennengelernt und da gibt es einige Bezeichnungen, die mit dieser Zählweise einhergehen. Den Breakball haben wir schon kennengelernt. Das ist dann der Fall, wenn ich die Chance habe, mit dem nächsten Punkt den Aufschlag zu durchbrechen. Der Spielball ist das Gegenteil. Der Aufschläger hat die Möglichkeit, mit dem nächsten Punkt sein Aufschlagspiel erfolgreich abzuschließen. Dann gibt es den Satzball. Das kann sowohl ein Breakball als auch ein Spielball sein und bedeutet, dass mit dem nächsten Ballwechsel der Satz erfolgreich abgeschlossen werden kann. Also zum Beispiel der Aufschläger führt 5:3 und 40:30 und wenn er noch einen Punkt macht, dann hat er diesen Satz mit 6:3 für sich entschieden. Und der Matchball ist praktisch dasselbe wie der Satzball, nur damit kann ich das gesamte Tennisspiel für mich entscheiden. Das sind so typische Bezeichnungen, die mit der Zählweise in Zusammenhang zu sehen sind. Es gibt dann noch einen Sonderfall, was das Spiel selbst betrifft. Wir haben kennengelernt, dass es mit 4 Punkten direkt geht, dass es einen Spielball geben kann, einen Breakball geben kann. Es kann aber auch sein, dass es 40:40 steht. Das heißt, sowohl der Aufschläger als auch der Rückschläger haben 3 Punkte gewonnen. In dem Fall bezeichnet man das nicht als 40:40, sondern als Einstand. Und dann gibt es einen Sonderfall. Es braucht nämlich dann 2 Punkte, um das Game für sich zu entscheiden. Das heißt, der Aufschläger macht zum Beispiel, schauen wir uns das an, wir haben hier Einstand. Der Aufschläger macht einen Punkt. Dann wird das als Vorteil, Aufschläger oder Advantage bezeichnet. Und das bedeutet, wenn er den zweiten Punkt auch noch macht, hat er das Game gewonnen. Wenn aber beim zweiten Punkt der Rückschläger den Punkt macht, dann steht es wieder Einstand. Das kann sehr lange dauern, wenn 2 Spieler sich so überhaupt nicht einig sind. Und es kann auch 10-mal Einstand geben. Es wird so lange dieses Game gespielt, bis ein Spieler 2 Punkte in Folge gewinnen konnte. Erst dann ist die Geschichte erledigt und das Spiel ist abgeschlossen. Und dann schauen wir uns die Sätze an. Wir haben gelernt, aus dem Punkt wird das Game, aus dem Game wird der Satz. Und es gibt im Tennis 2 wesentliche Spielregeln, und zwar Best of 3 und Best of 5. Das kennt man auch aus anderen Sportarten, zum Beispiel beim Volleyball. Und Best of 3 wird meistens gespielt, bei den Damen fast durchgehend, bei den Männern häufiger als früher und nur bei den großen Turnieren, bei den Grand Slam Turnieren wird auf Best of 5 gespielt. Was bedeutet das? Best of 3 ist die Anforderung, dass ich 2 Sätze gewinnen muss. Das heißt, ich habe hier das Beispiel 6:3, 3:6, 6:3. Dann hat der Spieler, aus dessen Sicht das niedergeschrieben ist, 2 Sätze gewonnen und damit hat er auch das Spiel für sich entschieden. Best of 5 bedeutet, ich muss 3 Sätze gewinnen. Ich habe hier das Beispiel 6:3, 6:3, 3:6 und 6:4. Da habe ich mit 3:1 Sätzen das Spiel für mich entschieden. Wesentlich ist auch, dass der letzte Satz mit einem Tiebreak entschieden wird. Das war nicht immer so. Bei Best of 3 hat man das sehr wohl gemacht, aber bei Best of 5 bei den Grand Slam Turnieren, also in Melbourne am Anfang des Jahres, in Paris auf Sand, in Wimbledon auf Rasen und bei den US Open in New York auf Hartplatz, hat man im 5. Satz auf 2 Games Unterschied gespielt und das hat zur Folge gehabt, dass die Spiele extrem lange werden konnten. Die Frauen spielen seit jeher Best of 3
Da gibt es das Problem nicht und da ist der dritte Satz dann auch schon bald als Tiebreak ausgespielt worden. Aber bei den Männern war der fünfte Satz offen und da konnte ein Satz auch 11:9 ausgehen. Das ist in dem Fall aber nicht ein Tiebreak mit einzelnen Punkten, sondern das sind wirklich 11 Games zu 9 Games. Und es hat dann die Situation in Wimbledon gegeben, dass zwei Spieler sich offensichtlich sehr gemocht haben, weil die haben eine Partie gespielt, die über 3 Tage gegangen sind. Und das war ein Rekordergebnis, das natürlich für die Spieler nicht angenehm war, das auch für die Veranstalter gar nicht angenehm war, weil manche haben schon die dritte Runde gespielt und die zwei waren noch immer mit der ersten Runde beschäftigt. Und sie haben dann einen Sonderpreis bekommen, aber man hat aufgrund dieser Erfahrung gesagt, das macht keinen Sinn und daher wird automatisch der letzte Satz im Tiebreak entschieden. Die Ausnahme waren die US Open in New York, da hat man diese Regelung schon viel früher eingeführt. Und die Regelungen bisher, die ich vorgestellt habe, die gelten fürs Einzel. Sie gelten eigentlich auch für das Doppel, wenn also zwei Frauen ein Team bilden oder zwei Männer oder das Mixed, wo Frau und Mann ein Team bilden. Aber es gibt einen großen Unterschied und zwar ist das der dritte Satz. Der dritte Satz wird nämlich nicht wie ein normaler Satz mit Games gespielt, sondern so wie ein Tiebreak, um die Doppelspiele und die Mixspiele abzukürzen. Dabei ist die Regelung, dass auf 10 Punkte gespielt wird mit 2 Punkte Abstand. Also eine Regelung, wie wir sie schon bei den Tiebreaks kennengelernt haben. Es kann daher ein Doppel 4:6, 6:4 und 10:8 enden. Wenn aber es zum Beispiel 9:9 steht und dann 10:9, dann muss weitergespielt werden. Und daher habe ich ein zweites Beispiel angeführt mit 7:5, 6:7 und 13:11. Ansonsten sind die Regelungen die gleichen, nur dass die äußeren Linien am Tennisplatz gelten. Aber der dritte Satz wird nicht wie ein normaler Satz gespielt mit Games, wodurch er länger dauern würde, sondern weil viele Einzel- und Doppel spielen wollen, hat man sich zu dieser Möglichkeit durchgerungen, zumal diese Punktzählung nicht nur sehr nachvollziehbar ist, sondern auch natürlich sehr spannend. Wenn jedes Team einen Satz gewonnen hat und dann geht es wirklich um die Entscheidung, dann ist das schon eine sehr spannende Angelegenheit. Und das soll es gewesen sein mit der doch etwas sonderbaren Zählweise, weil die 15, 30, 40 gibt es sonst eigentlich meines Wissens in keiner Sportart. Und die Sätze ansonsten hat man schon bei verschiedenen anderen Sportarten auch. Beachvolleyball zum Beispiel könnte man hier nennen. Aber ja, die Tennis-Zählweise, das ist auch eine Seite in unserem Sportlexikon, die fast das ganze Jahr über am meisten aufgerufen wird, da ja Tennis auch eine Ganzjahressportart ist und immer wieder Tennisturniere stattfinden. In diesem Sinne hoffe ich, dass das zum Verständnis beigetragen hat. Vielen Dank fürs Zuhören und Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe.